warum wir im Garten so schnell von Schädlingen sprechen. Sobald im Garten etwas angefressen aussieht, kleine Löcher in den Blättern auftauchen oder sich plötzlich Insekten auf einer Pflanze zeigen, fällt oft sehr schnell ein bestimmtes Wort: Schädlinge. Es ist ein Begriff, den viele ganz automatisch verwenden, und oft steckt darin schon eine klare Bewertung. Etwas ist da, etwas frisst, also muss es weg. Doch genau an diesem Punkt beginnt im Garten oft eine Sichtweise, die vieles zu schnell vereinfacht, denn nicht jedes Tier, das an einer Pflanze sitzt, ist automatisch ein Feind. Und nicht jedes sichtbare Problem bedeutet sofort, dass der Garten aus dem Gleichgewicht geraten ist. Viele kleine Spuren im Beet gehören zunächst einmal einfach zum lebendigen Garten dazu. Ein Garten ist kein steriler Raum. Er ist ein offenes System. Dort wächst nicht nur das, was wir gesetzt haben. Dort leben, suchen, fressen und bewegen sich auch viele andere Lebewesen. Und genau deshalb lohnt es sich, bei den ersten Anzeichen nicht sofort in Bekämpfung zu denken. Denn oft beginnt gutes Gärtnern nicht mit einer schnellen Reaktion, sondern mit der Frage: Was zeigt mir dieser Garten gerade eigentlich? Nicht alles, was frisst, ist automatisch ein Feind. Wenn im Garten erste Fraßspuren auftauchen, entsteht schnell das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Ein Blatt ist angeknabbert. Eine junge Pflanze wirkt geschwächt. An einem Trieb sitzen plötzlich kleine Insekten. Und sofort richtet sich der Blick auf den sichtbaren Verursacher. Doch im Garten lohnt es sich, an dieser Stelle etwas genauer hinzusehen. Denn nicht alles, was frisst, ist automatisch ein Feind. Und nicht jede Spur bedeutet sofort, dass ein ernstes Problem vorliegt. Ein lebendiger Garten bleibt nie völlig unberührt. Blätter werden angeknabbert. Einzelne Triebe leiden. Manche Pflanzen verlieren an einer Stelle an Kraft und erholen sich an anderer Stelle wieder. Das gehört zunächst einmal zum natürlichen Geschehen dazu. Entscheidend ist nicht, ob überhaupt etwas frisst. Entscheidend ist, wie stark der Schaden wirklich ist. Viele Gärtner erschrecken schon bei den ersten sichtbaren Spuren. Dabei ist ein einzelnes Loch im Blatt noch kein Notfall. Oft zeigt es nur, dass der Garten lebt. Und manchmal ist genau diese erste Reaktion der Punkt, an dem wir zu schnell eingreifen. Denn wer jede kleine Spur sofort als Angriff versteht, sieht den Garten bald nur noch als Problemfläche. Dabei wäre oft die ruhigere Frage hilfreicher: Ist das wirklich schon ein Schaden oder erst einmal nur ein Zeichen von Leben? Was hinter einem Ungleichgewicht im Garten steckt. Wenn sich Tiere oder Insekten im Garten stark vermehren, wird oft nur auf das geschaut, was sichtbar ist. Auf die Blattläuse, auf die Schnecken, auf angefressene Blätter oder geschwächte Pflanzen. Doch in vielen Fällen beginnt das eigentliche Problem nicht bei dem, was wir sehen. Es beginnt darunter. Ein Garten gerät selten ohne Grund aus dem Gleichgewicht. Oft spielen mehrere Dinge zusammen. Der Boden ist vielleicht zu dicht oder zu arm an Leben. Die Feuchtigkeit bleibt zu lange stehen oder fehlt an entscheidenden Stellen. Pflanzen stehen zu eng, bekommen zu wenig Luft oder wachsen an einem Standort, der ihnen auf Dauer nicht wirklich entspricht. Auch einseitige Bepflanzung kann eine Rolle spielen. Wenn viele Pflanzen auf engem Raum ähnliche Bedingungen brauchen oder ähnliche Schwächen haben, entstehen leichter größere Probleme. Dann reicht manchmal ein kleiner Auslöser und das Ungleichgewicht wird sichtbar. Gerade deshalb hilft es im Garten oft wenig, nur auf den sichtbaren Befall zu reagieren. Viel wichtiger ist die Frage, warum genau diese Pflanze jetzt anfällig geworden ist. Warum sich genau an dieser Stelle etwas so stark ausbreitet. Und was der Garten vielleicht schon länger zeigt, bevor der Schaden überhaupt sichtbar wurde. Denn ein Ungleichgewicht entsteht nicht plötzlich, es baut sich oft leise auf. Und genau deshalb beginnt gute Gartenpflege nicht erst beim Bekämpfen, sondern beim Verstehen. Warum geschwächte Pflanzen mehr Probleme anziehen. Nicht jede Pflanze reagiert im Garten gleich. Manche stehen ruhig und stabil da, selbst wenn ringsum erste Fraßspuren auftauchen. Andere wirken schon nach kurzer Zeit geschwächt, verlieren Spannung in den Blättern oder werden auffällig schnell von Läusen, Pilzen oder Schnecken besucht. Das hat oft einen einfachen Grund. Geschwächte Pflanzen senden gewissermaßen ein Signal, nicht bewusst, aber spürbar im System des Gartens. Wenn eine Pflanze am falschen Standort steht, zu wenig Licht bekommt, in verdichtetem Boden wurzeln muss oder dauerhaft mit zu viel oder zu wenig Feuchtigkeit zurechtkommen muss, gerät sie unter Stress.
und dieser Stress macht sie anfälliger. Sie wächst langsamer. Ihr Gewebe bleibt weicher oder instabiler. Ihre natürliche Widerstandskraft nimmt ab. Genau dann entstehen oft die Probleme, die später nur noch als Befall sichtbar werden. Dabei liegt die Ursache nicht immer bei dem Tier, das man entdeckt. Oft liegt sie früher, bei den Bedingungen, unter denen die Pflanze lebt. Deshalb lohnt es sich, bei geschwächten Pflanzen nicht nur nach dem sichtbaren Verursacher zu suchen. Wichtiger ist oft die ruhigere Frage: Was fehlt dieser Pflanze gerade, um wirklich stabil zu sein? Denn ein Garten wird nicht nur gesünder, wenn man Probleme entfernt. Er wird vor allem dann stabiler, wenn Pflanzen Bedingungen bekommen, unter denen sie aus eigener Kraft widerstandsfähig bleiben. Wenn wir im Garten nur auf das schauen, was sichtbar schadet, übersehen wir oft einen großen Teil des Ganzen. Denn ein Garten besteht nie nur aus Pflanzen und den Tieren, die an ihnen fressen. Er besteht auch aus vielen stillen Mitspielern, die das Gleichgewicht überhaupt erst möglich machen. Marienkäfer und ihre Larven fressen Blattläuse. Vögel sammeln Insekten und Raupen. Laufkäfer sind im Boden unterwegs und helfen dabei, andere Tiere in Schach zu halten. Auch Spinnen übernehmen im Garten eine wichtige Rolle, selbst wenn sie oft wenig beachtet werden. Dazu kommt das, was wir kaum sehen. Im Boden arbeiten Regenwürmer, Mikroorganismen und Pilze an der Struktur und Versorgung der Pflanzen. Ohne dieses unsichtbare Leben gäbe es keinen stabilen Gartenboden. Ein Garten ist nie nur ein Ort einzelner Probleme. Er ist immer ein Zusammenspiel. Je vielfältiger dieses Zusammenspiel ist, desto stabiler wird der Garten. Wenn Nützlinge Lebensraum finden und das Bodenleben aktiv bleibt, entsteht ein ruhigeres, widerstandsfähigeres Gleichgewicht. Die Stärke eines Gartens liegt darin, dass viele Kräfte gleichzeitig wirken und sich gegenseitig ausbalancieren. Sobald etwas sichtbar wird, entsteht oft der Wunsch, sofort zu handeln. Ein Mittel wird gesucht, eine schnelle Lösung. Doch wer zu früh reagiert, bekämpft nicht nur ein Problem, sondern stört das Gleichgewicht, das sich erst entwickeln muss. Nicht jedes Tier bleibt dauerhaft. Vieles reguliert sich von selbst, wenn Nützlinge auftauchen und Pflanzen sich stabilisieren. Wer zu schnell eingreift, nimmt dem Garten diese Möglichkeit. Es bedeutet nicht, Probleme zu ignorieren, sondern den Impuls zu bremsen. Ein Garten wird stabiler, wenn man zuerst versteht, was geschieht, und erst danach entscheidet, ob ein Eingreifen sinnvoll ist. Erst beobachten, dann handeln. Bevor im Garten eingegriffen wird, lohnt sich fast immer ein kurzer Schritt zurück. Denn zwischen dem ersten Erschrecken und einer sinnvollen Handlung liegt etwas, das oft unterschätzt wird: Beobachtung. Nicht jeder Befall entwickelt sich gleich, nicht jede Pflanze reagiert gleich und nicht jede Stelle im Garten erzählt dieselbe Geschichte. Gerade deshalb hilft es, zuerst genauer hinzusehen. Wie stark ist der Schaden wirklich? Betrifft er nur einzelne Blätter oder die ganze Pflanze? Ist nur eine Pflanze betroffen oder mehrere? Verändert sich die Situation innerhalb weniger Tage deutlich oder bleibt sie eher begrenzt? Auch der Standort spielt eine Rolle. Steht die Pflanze sehr feucht, sehr dicht oder unter zusätzlichem Stress? Gibt es Hinweise darauf, dass sich bereits Nützlinge zeigen? Sind Marienkäfer, Spinnen oder andere Helfer schon in der Nähe? Oft wird erst durch dieses ruhige Hinsehen klar, ob wirklich ein größeres Problem entsteht oder ob der Garten bereits beginnt, sich selbst zu regulieren. Beobachtung ist deshalb kein Zögern. Sie ist ein Teil guter Gartenpflege. Denn wer zuerst versteht, was gerade passiert, handelt später gezielter. Und genau das schützt nicht nur die Pflanze, sondern oft das ganze Gleichgewicht rundherum. Was im Garten wirklich hilft, um Gleichgewicht zu fördern? Es hilft meist wenig, nur auf einzelne Probleme zu reagieren. Viel wirksamer ist es, die Bedingungen zu verbessern, unter denen Pflanzen, Boden und Nützlinge gemeinsam gesund arbeiten können. Der erste Blick geht dabei fast immer in den Boden. Ein lockerer, humusreicher Boden speichert Wasser besser und versorgt Pflanzen gleichmäßiger. Genau dort beginnt oft die eigentliche Stabilität des Gartens. Ebenso wichtig ist die Pflanzung selbst. Stehen Pflanzen zu dicht, bleibt Feuchtigkeit länger an den Blättern. Luft kann schlechter zirkulieren und Krankheiten breiten sich leichter aus. Etwas mehr Abstand bringt oft mehr Ruhe in ein Beet, als man zunächst denkt. Auch Vielfalt hilft. Wo nicht nur eine einzige Pflanzenart oder immer dieselbe Struktur dominiert, entsteht seltener ein einseitiges Ungleichgewicht.
Mischkulturen, verschiedene Wuchshöhen und blühende Begleitpflanzen machen einen Garten oft widerstandsfähiger. Dazu kommt der Lebensraum für Nützlinge. Totholz, wilde Ecken, offene Bodenstellen oder heimische Stauden helfen dabei, dass sich Helfer ansiedeln können. Ein Garten im Gleichgewicht entsteht deshalb selten durch einen einzelnen Trick. Er entsteht durch viele kleine Bedingungen, die zusammenwirken. Und genau diese stillen Voraussetzungen sind oft das, was langfristig wirklich hilft. Wann Eingreifen trotzdem sinnvoll ist, so wichtig Beobachtung und Zurückhaltung im Garten auch sind. Es gibt natürlich Situationen, in denen ein Eingreifen sinnvoll und notwendig wird. Nicht jeder Befall reguliert sich von selbst. Nicht jede Pflanze kann sich aus eigener Kraft wieder stabilisieren. Und nicht jedes Ungleichgewicht löst sich ohne Hilfe. Entscheidend ist deshalb nicht, ob man überhaupt eingreift. Entscheidend ist, wann und wie. Wenn eine junge Pflanze stark geschwächt wird oder sichtbar zusammenbricht, ist es oft sinnvoll, nicht länger nur zu beobachten. Auch wenn sich ein Befall schnell ausbreitet, braucht der Garten Unterstützung. Wichtig ist dabei vor allem die Haltung, nicht hektisch, nicht pauschal und nicht stärker als nötig. Oft reichen schon kleine, gezielte Schritte. Stark befallene Pflanzenteile entfernen, Standortbedingungen verbessern, Pflanzen entlasten, Luft und Licht in dichte Bereiche bringen oder einzelne Tiere absammeln, bevor aus wenigen sehr viele werden. Ein sinnvolles Eingreifen versucht nicht, den Garten vollkommen sauber oder makellos zu machen. Es hilft dort, wo das Gleichgewicht gerade kippt. Denn auch das gehört zu guter Gartenpflege. Nicht alles laufen zu lassen, aber auch nicht mehr zu tun, als wirklich nötig ist. Ein Garten im Gleichgewicht ist kein perfekter Garten. Wenn wir an einen gesunden Garten denken, taucht oft ein sehr klares Bild auf. Kräftige Pflanzen, saubere Blätter, keine Fraßspuren, keine sichtbaren Probleme. Doch ein Garten, der wirklich lebt, sieht oft anders aus. Hier und da ein angeknabbertes Blatt. Eine Pflanze, die sich langsamer entwickelt. Ein Insekt, das nicht nur bestäubt, sondern auch frisst. Ein Beet, das nicht vollkommen geordnet wirkt. All das bedeutet nicht automatisch, dass etwas falsch läuft. Oft zeigt es nur, dass der Garten mehr ist als eine Fläche, die möglichst störungsfrei funktionieren soll. Er ist ein lebendiger Raum. Und in einem lebendigen Raum geschieht nie nur das, was wir geplant haben. Genau deshalb ist ein Garten im Gleichgewicht nicht perfekt. Er ist durchlässig, er verändert sich, er reagiert. Manches bleibt stabil, manches muss sich neu einpendeln. Und manches zeigt uns, dass Gesundheit im Garten nicht bedeutet, jede Spur von Leben zu kontrollieren, sondern Bedingungen zu schaffen, in denen viele Dinge gleichzeitig ihren Platz finden können. Vielleicht ist genau das der ruhigere Blick auf den Garten. Nicht alles sofort als Störung zu sehen, sondern zu erkennen, dass Lebendigkeit immer auch Bewegung, kleine Spuren und Veränderung mit sich bringt. Danke, dass du dir Zeit für deinen Garten genommen hast und für Garten Lea.